herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Folge von Bier und Bento, dem Podcast über Japan. Ja. So fangen, glaube ich, immer an, Genau. aber Ja, ich finde das ganz gut. Mittlerweile haben wir ist da so ein Wupp, das da mit drin ist direkt. genau. Ist ein einfacher Start, dass man sich nicht direkt am Anfang verhaspelt. Und genau, das ist unsere 7. Folge. Wir sind ja mittlerweile schon über 2 Monate dabei. Krass. Auch haben wir jetzt seit der letzten Folge und dieser ist im Prinzip so auch ein kleines Interview auch mit mir passiert, mit Mr. Nippon. Also auch nochmal an alle, die mich oder uns darüber gefunden haben, auch nochmal vielen Dank an euch. Und wir probieren euch in der nächsten Zeit auch mit anderen Themen bezüglich Japan zu entertainen. Dieses Mal geht es um Datingkultur. Das jetzt schon mal ein bisschen vorweg, dass ihr wisst, worum es geht. Das steht vermutlich auch oder steht auch in dem Titel. Aber genau. Ja, wie geht's dir? Fangen wir erstmal so an. Ganz okay. Heute rede ich vielleicht ein bisschen weniger, weil ich habe eine riesige offene Stelle im Mund, die ich mit Antibiotika behandeln muss, seit einer Woche ungefähr. Aber ich habe ganz viel Schmerzmittel genommen, deswegen sollte das kein Problem sein. Ja, das Dauerproblem Körper hört bei dir nicht auf, ne? Ja, nee, ich wollte einfach mal 100% Speedrun alle medizinischen Institutionen in Japan machen. Mhm. Ich bin Ja, schon so bei Das, 80%. das Ranking kommt bald. Das Ranking kommt bald, ja. Definitiv. Ja. Die Frage, also willst du was anfangen? Oder? Ja, Okay. genau. Ich hab wieder so, bei uns ist immer so ein kleiner Start mit irgendwie so einem Quickfire, mit irgendwie so kleinen Fragen, das Thema so ein bisschen schon mal umgreifen und einfach so, um das Thema gedanklich schon mal reinzukommen, stelle ich ein paar Fragen. Diesmal auch nicht unbedingt mit Ja oder Nein, sondern man muss auch manchmal vielleicht ein bisschen überlegen, aber Überlegen, das kann ich nicht. obwohl ich glaube, das krieg ich schon hin. Okay. So allgemein zu deinem Leben, der Zeit, in welcher oder mit was identifizierst du dich eher? Alles kann, nichts muss oder alles muss, nichts kann? Alles kann, nichts muss. Mhm. Was ist dein Lieblingsspot für Dates in Tokio? Ich würde sagen Izakayas. So allgemein gehalten, einfach Ja, trinken, einfach, trinken gehen. ja, einfach was Trinken, essen gehen. trinken gehen. Auch wenn ich keinen Alkohol trinke, kann man trotzdem super auch alkoholfrei trinken. Auch da irgendwie eine Empfehlung für. Ich würde sagen, Toriki ist halt so. Toriki Soko, müsst ihr wissen, ist so eine Bar, wo es alles um Hühnchen geht. Also Toriki ist ja auch Hühnchen, beziehungsweise Tori ist Hühnchen. Und da geht es vor allem darum, günstige Getränke und günstige Yakitori, also Spieße. Genau, und alles für 280 Yen, also irgendwie 1,50 € kriegt man da so eine kleine Mahlzeit. Weißt du eigentlich, was Tori-Kisoku bedeutet übersetzt? Nee, Also, ich wusste es, glaube ich. ja, Kisoku sind Adlige, also das adlige Hühnchen. Ah, ja, ja. Genau. Und ja, dann bei der nächsten Frage, was verbindest du mit dem Satz, der Mond ist schön? Anime. Okay. Und was verbindest du mit dem Satz, ich könnte dein Essen jeden Tag essen? Da gab es irgendwie, das sind beides Fangfragen gewesen. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr genau wieso. Also ich weiß, Okay. ich könnte ein Essen jeden Tag essen war, nee, kann ich nicht Ja. sagen. Wir kommen auch Okay, nochmal wir später kommen drauf noch mal zurück. ja. Genau, und dann bleiben wir beim Essen. Was gehört zuerst in die Schüssel? Milch oder Müsli? Zahnpasta. Nein, Müsli. Definitiv Müsli. Jeder, der was anderes sagt, fight me. Komm ran, Genau. leg Adresse. Ja, genau. Und wäre es für dich ein Kompliment zu sagen, wow, du siehst heute schön aus? Definitiv. Ich glaube, in Japan ist es nicht so ein Kompliment. Kommt drauf an. Genau. Also dieser High-Kontext oder Kultur in der Sprache, das wird auf jeden Fall noch ein Thema sein. Genau, sind wir jetzt schon mal so einigermaßen im Thematischen schon mal drin? Das wären so meine Fragen für den Anfang. Genau. Es ist auch, was Dating angeht, würde ich auch gerne nochmal vorwegstellen, natürlich auch schwierig. Es gibt die Ansicht von Männern, Frauen und das Dating-Leben sieht natürlich auch nochmal ganz anders aus, wenn man halt als Ausländer auch nochmal hier ist, als wenn man Japaner ist. Definitiv. Und wir können natürlich nur aus unserer Perspektive und natürlich so rechercheweise mal punktuell dann reingucken, wie die allgemeine Datensituation aussieht.
Aber natürlich die Situation für jeden Einzelnen, auch für Frauen, ist natürlich nochmal eine andere. Da haben wir jetzt keinen Experten dabei, ne? Das ist uns heute verwehrt. Aber so generell hast du das Gefühl, es ist von Dating her leichter in Japan als in Deutschland? Ich finde Dating in Japan generell kompliziert. Also leichter, ja, aber komplizierter. Das hört sich jetzt auf Ja. den ersten ziemlich beziehungsweise paradox an. Aber ich glaube, es liegt vor allem an dass die westliche Datingkultur ganz, ganz anders ist als die japanische. Mhm. Ja, ich habe damals zum Beispiel, also als ich ganz am Anfang nach Japan kam, war ich irgendwie für so 2 Wochen oder sowas auf einer Sprachschule. Und da hat mein Sprachlehrer, der war auch irgendwie so ein bisschen so ein Womanizer, der hatte mir da gesagt, so, ja, was du über Japan wissen musst, es ist nicht leicht, also es ist leicht, eine japanische Freundin zu bekommen. Es ist nur schwer, sie loszuwerden. Also ich lasse das so im Raum Okay. stehen. Also ihr müsst mich jetzt nicht gleich bei der 7. Folge canceln. Das ist tendenziell schon, denke ich, also von der Dynamik her von Ausländern und Japanerinnen oder Japaner ist, glaube ich, halt insgesamt schon eine andere als in Deutschland. Ähm, wir können ja direkt mal mit einem Besonderheit halt anfangen, mit der Geschwindigkeit, wie schnell man in Ja, eine Beziehung reinkommt. Ne? ja, Da gibt es nämlich oft so eine Drei-Date-Garantie genau. und danach ist kostenpflichtig. Es gibt sogar ein Wort dafür. Ja. Kokuhaku. Ja, Kokuhaku ist generell einfach nur, so wenn man ein Propose macht, das willst du Ja, meine aber das Freundin ist genau, sein? also Mhm. das aber auch umgangssprachlich, habe ich sogar extra diesmal Mhm. nachgefragt bei einer Freundin, ist das Kokuhaku, ich kann es nicht aussprechen, Mhm. sozusagen sagt man es auch das nach dem dritten Date oder das dritte Date Mhm. wird so schon genannt teilweise. Ähm, Weil du beim dritten Date wird von dir erwartet, genau. dass du ich sag mal, die Liebe gestehst, Mhm. beziehungsweise ja, also eigentlich schon die Liebe, wenn man es übersetzt, die Liebe gestehen, Mhm. was aber auch kompliziert ist, weil ich mag dich und ich liebe dich das gleiche Wort ist, beziehungsweise es gibt kein ich liebe dich, es gibt nur ein ich mag dich. Mhm. Genau. Also Kokuhaku, das Wort, das ist halt so, wenn man jemanden so sagt, willst du mit mir ausgehen, ne, willst du meine Freundin sein, dann nennt sich diese Aktion halt Kokuhaku. Mhm. Es ist auch halt so, wenn man sagt, man ist beim dritten Date, dann sagen die, ach ja, dann macht der vermutlich Kokohaku, ne? Es Genau. kann sein, dass das da umgangssprachlich schon da Ja. einfach drittes Date gleich Kokohaku Der Witz ist ist. auch, es wird, wenn du sozusagen nach dem dritten oder während des dritten Dates nicht das sozusagen dein Interesse bekundest, Mhm. dann wird es automatisch als Desinteresse Genau. gezeigt. Also das hatte ich auch. Ich war auf einem Date und das war das dritte Date und dann ist auf einmal der Kontakt irgendwie Mhm. sporadisch geworden. Ja. Und dann so, hey, warum eigentlich? Und sie so, naja, Mhm. wir hatten 3 Dates und du hast mir keinen Antrag basically gemacht. Ja, ja, genau. Und dann war das sozusagen. Also da die Erwartungshaltung von den Frauen, dass da sofort Nägel mit Köpfen gemacht wird, so schnell. Und da geht es auch gar nicht darum, mit so körperlich werden. Ne? Das ist ja Mhm. sowieso ein großes Tabuthema in Japan. Ähm, dass dann einfach so das jetzt offiziell gemacht wird, ne? So wie man das in Deutschland mit Facebook macht, ne, wird das dann einfach in Japan dann nach dem dritten Date dann vereinbart, mündlich, das jetzt offiziell zu machen. Ich finde das auch sehr schnell, aber das ist einfach auch so aus der Mentalität, kommt das, man ist jetzt nicht verliebt unbedingt nach dem dritten Date, sondern die Liebe kommt einfach mit der Zeit. Ja. Und das ergibt sich einfach und vielleicht auch nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass auch die Quote von den Leuten, die halt in der kurzen Zeit dann wieder aufhören oder den Status quo Freund und Freundin beenden, ist, glaube ich, in Japan relativ hoch in der ersten Zeit. Mhm. Ja, einfach aus der Dynamik bedingt, dass man halt Männer und Frauen treffen sich nur, wenn die irgendwie zusammen sind, gefühlt. Ja. Aber dazu muss ich direkt sagen, also ich habe ja auch ein Dating-Leben sozusagen in Japan. Und ich fühle mich da schon richtig krass gepressured. Also, Mhm. das ist richtiger Druck, den man da bekommt, weil nach 3 Dates, beim dritten Date musst du wirklich das machen, wenn du das nicht machst und davor auch erklärst, hey, in meiner Kultur ist das nicht so, lass uns das bitte irgendwie ein bisschen
dann wird das sofort mit Desinteresse, Ja. also wird gesagt, okay, du interessierst dich nicht für mich, wir sind nur befreundet, tschüss, so Mhm. ungefähr. Und ich hatte jetzt auch schon mal mit jemandem mehr als 3 Dates und habe aber auch erklärt, so, hey, das ist mir einfach zu schnell, Mhm. weil für mich ist mit jemandem in einer Beziehung sein was anderes, als was in Japan Mhm. mit jemandem in einer Beziehung ist. Sozusagen, wo wir sagen, das ist jetzt auch sehr Berlin, aber wo wir sagen, okay, wir daten, ist, oder wir lernen uns kennen, ist in Japan schon in der Beziehung. Mhm. Und während man in der Beziehung ist, lernt man sich erst kennen in Ja. Japan, basically. Ich habe auch das Gefühl, in Deutschland ähm, ist eher so eine Situationship, dass dann Ja. so man versteht sich gut, man trifft sich öfter, auch Ja. sehr, sehr häufig. Und irgendwann kommt dann tendenziell eher die Frau an und sagt dann, hey, was sind wir eigentlich? Mhm. Und daraus wird dann der Status quo dann geklärt. In Japan ist halt wirklich so, dass der Mann halt aufgefordert ist, nach dem 3. Date halt dann sagen, was Sache ist. Ja. Genau, auch zum Beispiel, was Körperlichkeiten angeht, ne? Also in Japan ist ja Küssen, Umarmen, jede Art von körperlichen Kontakt, sei es Freund und Freundin oder auch Mann und Frau, so sieht man gar nicht. Mhm. Dass dann sowas wie Händchen halten dann als ganz romantische Geste Ja. gesehen wird. Ne? Das ist dann verrucht, dass man sich das dann rausnimmt, ne? Und der Mann dann Aktion ergreift und Händchen hält. Das ist in Japan auf jeden Fall ein Ding, was ich sehr befremdlich finde. Also generell Körperkontakt haben die Japaner halt relativ wenig. Mhm. Ich habe da, was mir so in Erinnerung geblieben ist so stark, ist zum Beispiel so eine Geschichte von meiner Japanischlehrerin damals auf der Uni. Die hatte gesagt gehabt, sie hatte eine Tochter und als die Abitur fertig hatte, sind dann immer die Leute auf die Bühne gegangen und haben dann ihr Zertifikat bekommen, sind dann runtergegangen, haben ihre Eltern umarmt. Und ihre Tochter hat dann das Zertifikat genommen, ist runtergegangen und hat gesagt, ich umarme meine Mutter nicht, ich bin Japanerin. Okay. Und meine japanische Lehrerin war in Tränen gerührt und meinte so, ja, sie hat die Kultur verstanden. Okay. Und das zeichnet irgendwie schon die Japaner aus, also wie dieser Umgang mit Körperkontakt generell ist. Und das zieht sich halt durch von Kindheitstagen an bis halt Beziehungen. Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Deswegen, aber was auch krass ist, also, was ich auch relativ jetzt erst gelernt habe, ist, wenn Mhm. jemand dich die ganze Zeit, wenn du mit jemandem was trinken gehst oder sowas, die dich die ganze Zeit so anfassen oder auch nur auf dem Rücken oder die ganze Zeit so, haha, dann kann das teilweise, also ich gehe immer davon nicht aus, aber kann es teilweise wirklich sein, so hin so, hey, lass uns was starten, basically. Mhm. Ja. Also es kommt immer auf den Kontext natürlich an. Hey, bevor jetzt hier irgendjemand fragt, boah, geil, Japan, wenn ich berührt werde, boah, ja, geil. Mhm. Nee, es ist alles immer muss es consensual sein und man merkt hoffentlich den Unterschied und wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man lieber denken oder dann sollte man eher denken, dass es nicht so gemeint war. Mhm. Ich würde auch generell sagen, dass also man sieht immer ganz viele YouTube-Videos mit, wie kommen Deutsche oder wie kommen Ausländer an bei Japanern. Das ist ja so ein Thema, das klickt sich irgendwie immer gut. Das findet man jeden Monat irgendwo auf seiner For You-Page. Ich habe aber generell das Gefühl, dass eigentlich Japaner gar nicht so interessiert sind, wie das auf den Social Media getan wird. Also das Interesse ist da, Hm. aber wirklich so langfristige Beziehungen, da spielt einfach noch mal mehr so Faktoren die Rolle als so halt die Nationalität. Und ich würde sagen, wenn Leute nicht Japanisch sprechen, dann wären das nur so 10%, vielleicht ein bisschen mehr an Japanern, die langfristig Interesse haben an Ausländern. Hm. Also da auf jeden Fall die Kommunikation ist extrem entscheidend, also wie gut man da Japanisch spricht. Es gibt lustigerweise auch ein Wort dafür für Leute, die nur an Ausländern interessiert sind. Ja. Das nennt sich Gaijin Hunter. Und das ist, wenn du in so Stadtteilen wie Roppongi oder Shibuya unterwegs bist, teilweise auch Ginza, abends, dann fällt das mindestens ein, zweimal, Mhm. weil es wirklich Japanerinnen und auch Japaner gibt, die wirklich einfach nur, okay, du bist Gaijin, also du bist Ausländer, deswegen bist du für mich interessant, weil fast schon, weil du exotisch bist, Ja, sozusagen. genau. Und das ist halt, also das
kann man von halten, was man will, aber es ist richtig krass, also wie verbreitet Gaijin Hunter sind. Ja, also nicht so unbedingt auf Dating bezogen. Also ich bin mittlerweile, also Er ganz war am, Gaijin Hunter. ja, also nee, also ganz am Anfang, als ich nach Japan kam, war ich, so habe ich sehr viel Selbstbewusstsein einfach daraus genommen, dass ich Ausländer bin in Mhm. Japan. Ja. Dass die Leute halt ankamen und so: „Hey, lass was machen“ und so, ne? Also irgendwie trinken, essen gehen und so. Jetzt gar nicht auf Dating bezogen. Die Leute waren einfach insgesamt sehr fasziniert von einem. Und ich möchte aber, wenn man lange hier lebt, eigentlich nicht so akzeptiert werden oder halt in Kontakt kommen mit Japanern, weil ich, Ausländer bin, sondern einfach, weil ich ein cooler Typ bin. Ja. Und, ich das stört mich mittlerweile schon ein bisschen, dass die Leute einfach einen nur als Ausländer sehen und dann was mit einem zu tun haben wollen. Ich weiß nicht, welcher Da Phase du dich da da habe befindest. ich, lustige Geschichten aus 2018, Mhm. weil ich war früher, sehr, sehr skinny und hatte blonde Haare zu dem Zeitpunkt Mhm. und, sehr schmal einfach und das war halt damals so das Schönheitsideal gerade für Gaijins hier in Japan. Ja. Und, dann kam ich noch dazu aus Deutschland, was auch 'ne cooles europäisches, also nicht mal Mhm. wegen irgendwie History, sondern einfach, weil es 'n cooles europäisches Land ist für Japaner. So, liegt neben Frankreich, wunderbar, cool. Und da haben wir da habe ich jemanden kennengelernt. Also, ich wurde die ganze Zeit auf Partys eingeladen. Ich wurde sozusagen das Mitbringsel oder wie sagt man? Ich wurde einfach nur sozusagen ausgestellt. Mhm. Und es ging so weit, dass ich einen Bekannten hatte, der eine Bar hatte. Zu dem Zeitpunkt war Jägermeister Sub-Zero, so eine Jägermeistermaschine, wo du dann halt, Slushies rausbekommst oder sowas. Der Shit, wirklich überall in Shibuya, in Ginza, in überall gab's diese Maschinen und so eine Flasche Jägermeister kostet hier 3 oder viermal so viel wie in Deutschland. Teilweise sogar mehr, ich weiß gar nicht. Ich habe neulich ne, ich weiß gar nicht. Also, bei uns kostet Flasche Jägermeister, glaube ich, 20 € und hier zahlst du schon so 60, 70 € dafür teilweise. Und, ich glaube, 'ne kleine Flasche Jägermeister kriegst du für 20 € oder die mittelgroße, ich weiß es nicht in Deutschland. Habe ich gerade gar nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass es die immer im Angebot gibt, bei Lidl und die habe ich dann immer für eine Freundin zum Geburtstag gekauft. Jedenfalls wurde ich dann immer eingeladen von diesem Barbesitzer und der so: „Hey, die Getränke gehen auf mich, setz dich einfach dahin und hier ist eine Flasche Jägermeister und die ist umsonst. Trink die einfach. Trink die, bitte, trink die. Trink die jetzt.“ So ungefähr. Weil ich dann einfach die Leute haben mich dann gefragt, woher ich komme und ich so: „Deutschland.“ Und die dann so: „Wirklich Deutschland? Oh, cool. Ja, was trinkt man da so?“ „Ah, du trinkst Jägermeister, das kommt aus Deutschland, oder?“ Und ich war halt wirklich einfach nur dafür da, diesen Jägermeister zu promoten. Mhm. Und das ging öfter so mit auch, Mode oder sowas. Ging es einfach so, haben die mich da hingestellt und so: „Hey, hier, zieh das mal an. Du bist deutsch, hier ist ein deutsches Also das, Label, zieh das mal an.“ war's dann das Maskottchen von dem Genau, Laden. ich war dann einfach immer so das Vorzeigeschild, das Vorhängeschild so: Mhm. „Hier, guck mal, wir haben hier deutsche Produkte mit Deutschen.“ Mhm. Und das ging dann halt so weit, nicht nur durch, Bars als Vorhängeschild, sondern auch ich war halt so 'n Statussymbol für, reiche Japanerinnen. Mhm. Und dann wurde ich da immer mitgeschleppt auf Partys auch dann von Japanerinnen, weil ich, bin ja jung und aus Deutschland und so und das war schon krass. Ja. Das habe ich in dem Zeitpunkt gar nicht gerallt. Das habe ich dann irgendwie Mhm. erst 2 3 Jahre später Mhm. gerallt, als ich wieder in Deutschland war und war so: „Wow.“ Weil es hat einem auch vollkommen den falschen Ego-Boost und so was Mhm. Ja, gegeben. ja, absolut. Und das war halt, also, keine Ahnung, das war schon krass. Ja, ich habe das ähnlich so gehabt wie du. Also, dass so die Anfangszeit, dann ist man dann nimmt man da viel einfach aus'm beim Ego da, und denkt, man ist jetzt 'n cooler Typ, einfach weil man Ausländer ist. Also, ich meine, das ist auch schön, also grad die Anfänge, ne, wenn man halt akzeptiert wird und man hat das Gefühl, man ist überall, wo man hingeht, ist man so 'n VIP, ne? Ist natürlich 'n Ja, schönes Gefühl. Wenn man dann halt irgendwann so reflektiert, woher das eigentlich kommt, dann finde ich das, nach 'ner Zeit, wenn man hier lebt, nicht mehr ganz so. ja, Aber definitiv. aber natürlich was Dating angeht, ist natürlich dann auch das Thema so mit Akzeptanz und dass die Leute so fasziniert sind, ähm, ist ist natürlich von der Warte aus deutlich leichter, ne? Also, als in Deutschland, weil also, zum Beispiel, wenn's darum geht mit, Tinder, Bumble oder sowas, was ja sehr beliebte Dating-Plattformen sind. Ich habe ja auch, zu welche Plattform Mhm.
man benutzt hier, also meistens. Genau, es gibt nämlich so, ich sag mal so Plattformen, wo halt primär oder sehr viele Ausländer einfach sind, so wie zum Beispiel Bumble, Bumble, ne? Tinder. Genau. Und dann gibt es halt wirklich Plattformen, wo halt eigentlich nur Japaner sich so Genau. anmelden, ne? Das ist einmal Pairs, glaube Mhm. ich. Das ist so das beliebteste momentan. Mhm. Und Omiai, glaube ich. Ja, genau, With ist noch sehr Ach, genau, groß. ja. Mhm. Aber das ist relativ neu, glaube ich sogar, oder? Genau. Es gibt auch was, also wir kommen da auch nochmal zu, es gibt noch andere, die andere so Auslegungen haben von Dating. Mhm. Zum Beispiel, vielleicht hast du das mal gehört, das hat den deutschen Namen 2. Mhm. Das sieht man oft in der Bahn, das ist auch so eine App. Okay. Das geht dann um Konkatsu. Okay. Also ich weiß nicht, ob du mal von Konkatsu gehört hast. Nee. Es gibt hier in Japan verschiedene Dating-Modelle und Konkatsu ist halt eins davon. Da trifft man sich im Prinzip auf ein Blind Date oder also in irgendwie einer Halle und dann sind Mhm. da Leute versammelt oder halt auf einer App. Und da geht es dann nicht zusammenzukommen, sondern einfach direkt zu heiraten. Krass, okay. Mhm. Ja, aber sowas, das habe ich schon mal gelernt, dass es sowas gibt, weil du Mhm. bist jetzt in dem Alter, deine Familie erwartet das Ja, genau. oder deine Arbeit erwartet das oder Mhm. sowas. Und das ist Ja, ja, genau, das habe ich. also man sieht das ja oft in irgendwelchen so koreanischen Dramas, wo dann Ja. der Vater, der Opa dann da verzweifelt am Fenster steht und guckt raus und sagt, ach, wann habe ich endlich Enkel? Ja. Und diesen sozialen Pressure, den haben natürlich die Japaner, auch gerade die Frauen, wo halt so die Interpretation, wann ist eine Frau alt, Mhm. ne, ist in Japan in den Köpfen von den bisschen älteren Leuten so die magische Zahl, ich weiß nicht, kennst du es? Die magische Zahl von Frauen? Was? Nee, ich weiß es nicht, aber Mhm. sag mal. 25. 25, Ne? okay. Also, wenn, Ja. ja. Krass. Also 25, wow, oh mein Ja, ja. Gott. Und wenn man sich zum Beispiel auch die Zahlen anguckt, von wann heiraten Japaner im Schnitt oder wann kriegen die Kinder, ist das halt in den letzten Jahren, so seit den 20ern oder so, es wird in Deutschland ähnlich sein, immer weiter hochgegangen, so, dass so noch in den 60er Jahren oder so 70er Jahren war das noch irgendwie so 25, ne? Mhm. Mittlerweile, weiß ich, was würdest du schätzen? 28. Tatsächlich mittlerweile 30. Ah, krass, okay. Also mit 30 im Schnitt. Ich wollte jetzt sehr konservativ sein, Ja. hab deswegen. Aber ja, 30 ist so in ja, meinem krass, ne? Kopf auch. Also ich hätte auch deutlich früher gedacht. Also Ja. ich wäre auch so bei vielleicht maximal 28, Hm. 27 vielleicht so, ne? Dass da nicht so eine krasse Entwicklung ist. Ich dachte halt, weil wir viele ländliche Gegenden haben. Ja. Ja, genau, ja. Ja. Aber tatsächlich, genau, 30 mit heiraten und auch 30,57 oder so ist dann mit Kinderkriegen. Also da ist nicht so Mhm. eine große Differenz dazwischen. Also es wird geheiratet und im Prinzip sofort Krass. werden dann Kinder in die Welt gesetzt. Ähm, genau. So zum Beispiel von alternativen Dating-Optionen, die es halt in Japan gibt, gibt es zum Beispiel auch, vielleicht hast du das mal gesehen, Aiseki. Nee. Das ist, finde ich, sehr verrückt. Das ist im Prinzip so eine Blind-Date-Variante, Mhm. wo man, wenn man zum Beispiel einfach auf Google Maps oder so Aiseki eingibt, dann gibt es da hunderte allein in Tokio. Da sind da Mhm. Läden, wo du hingehst und du zahlst dann so pro irgendwie halbe Stunde oder so für Blind Dates. Mhm. Der Twist ist aber da, dass man für das Essen und für die Getränke der Frauen Ja, dann doch. bezahlt. Also, Genau, ja. und man hat dann halt die normale Pauschalgebühr, die man bezahlen muss. Also das ist extrem teuer. Ähm, genau. Und dann trifft man da einfach Frauen, die können dann umsonst dann einfach essen. Die gehen dann zum Mhm. Teil dann da in ihrer Mittagspause hin, haben dann irgendwie ein bisschen Pasta und Nice. dann nach einer halben Stunde oder so gehen die ja wieder. Ähm, Das ist auf jeden Fall nice. Ja, ich habe mal so nachgeguckt oder auch mal Freundinnen gefragt, so Mhm. wie sich Leute kennenlernen, beziehungsweise woher kennt man Leute. Einmal natürlich Dating-Apps haben wir besprochen, dann verpönt und finde ich auch, weiß ich nicht, sowas wie cool ich das voll finde, ist Nampa. Also Leute Ja, ist auch einfach ein auf großes der Thema. Straße ansprechen. Genau, Und so Nampa bedeutet im Prinzip einfach nur so anbaggern, ne? Das ist, genau. kennst Ja, du das, sorry, dass ich reingrätsche, kennst du das Wort zum Beispiel, wenn eine Frau dich anbaggert? nee. Das heißt dann Yaku-Nampa. Also Yaku ist dann umgekehrt, also das umgekehrte Anbaggern. Ja, okay. Ja, doch, haben wir gleich mal drüber geredet. Mhm. Und was es dann noch gibt, ist Gokon. Also so Gruppendates basically. Ihr trefft euch oder ich glaube, es ist, wo ich das meistens gesehen habe, auch wenn ich im Toriki oder sowas war, haben wir, glaube ich, auch mal gesehen. Wo dann halt 3 Männer, 3 Frauen sich treffen. Also die bringen halt jeweils einen Kumpel mit oder Mhm. 2 Kumpelinnen. Also
dass halt gleich viele da sind und dann lernt man sich sozusagen Mhm. kennen. Ich finde das System auch mega cool. Also war selber noch nie auf so einer GoCon, ne? Aber ich stelle mir das ziemlich cool vor, von der Dynamik so alleine, ne? Dass man mit Freunden zusammen mit Frauen redet, die Mhm. halt auch alle Freundinnen sind. Und Mhm. so von der Gruppendynamik kann ich mir vorstellen, dass das sehr angenehm sein Ja, kann. das kann sein. Und was halt bei vielen ist, Leute kennen sich seit der Schule oder der Uni. Mhm. Also viele kommen auch durch Uni und Schule oder Hobbys Mhm. zusammen. Was aber auch krass ist, also bei der Arbeit eher selten, Mhm. weil bei der Arbeit zu daten ist sowieso verpönt oder teilweise sogar verboten. Ja. Ganz oft Ja, genau. verboten. Es gibt Shanai Renai Kinshi. Also das ist das Wort dafür, mit dass man nicht in der Firma irgendwie was daten darf. Mhm. Und da sind zum Teil richtig große Strafen drauf. Also Echt? mittlerweile wandelt sich das so ein bisschen, aber man kann tatsächlich da bis zu, keine Ahnung, irgendwie 1 Million oder keine Ahnung, was an Krass, Mann, ja. Strafen da bezahlen. Wow. Mhm. Das wusste ich nicht. Ja, aber mittlerweile nimmt das ab, habe ich das Gefühl. Also es gibt deutlich weniger als in der Vergangenheit. Also auch was das angeht, ist Japan so ein bisschen in der Wandlung, auch wenn man bei vielen Sachen immer das Gefühl hat, dass Japan von der Dynamik Mann und Frau und Dating und sowas sich immer noch in den 60ern befindet. Da gerade von der Dynamik, da kann ich auch ein Lied von singen, weil immer, wenn ich auf 'n Date gegangen bin mit so: „Ja, ich bin voll westlich“ und so und war so: „Okay, cool, aber ist mir egal.“ Und ich lade natürlich, also ich bin jemand, ich lade mein Date auch beim ersten Date ein, aber wenn es jemand erwartet, dann habe ich da nicht so Bock drauf. Und im Japanischen ist es halt wirklich so, du bist der Mann, du bezahlst, du musst die Initiative ergreifen Mhm. und, genau, und das habe ich dann auch, weil es gibt auch wirklich auf so Apps und so weiter Leute, die sich einfach nur zum Essen oder zum Trinken einladen lassen wollen. Und ich merke das dann und sage dann einfach so: „Nö, wir teilen uns die Rechnung, weil dafür stehe ich nicht. Also, wenn ich Mhm. Bock habe, dann lade ich natürlich ein.“ Und das ist in Japan auch sehr verpönt, wenn du nicht Mhm. zahlst. Ja. Und deswegen habe ich da auch jemanden mal kennengelernt gehabt damals, also der ich dann auch länger was zu tun hatte, wo es dann auch von ihr aus hieß, so: „Hey, ich zahle jetzt.“ Und das war für mich so ein Zeichen für, also nicht, dass ich gefragt habe, so: „Hey, wer zahlt?“ oder sowas, sondern sie einfach zur Kasse gegangen ist, gezahlt hat. Das war für mich so ein, dass diese Selbstinitiative ergreifen von in Japan von einer Frau ist halt sehr progressiv. Und das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Ja. Ja, absolut. Also, aber tendenziell sind halt immer noch diese alten Schemata, dass man da bezahlt beim Komplett. Date, ne? Und wenn der Mann nicht bezahlt, dann ist der Kimochi Warui oder so. Das habe ich auch schon gehört von äh, unserem Freund Torben. Mhm. Der hat auch seine Grüße Erfahrung gehen gemacht. raus. Ja, Grüße, Grüße. Ja. Ähm, ja, es ist schräg. Aber jetzt sagen wir mal, du wärst so ein richtig cooler Hecht und du bist, wie läuft jemand, du möchtest jemanden, sagen wir jetzt einfach mal, aufreißen. Mhm. Wie würde das ablaufen in Japan? Also so vom ersten Kontakt aus. Mhm. Also, ich meine, der typische der typische Weg ist vielleicht auch gerade hier in Tokio, so in Shibuya. Da sind also die Leute halt hauptsächlich eigentlich nur für irgendwie Anbaggern, gefühlt abends, was Mhm. das angeht. Alkohol hilft natürlich auch, ne? Das heißt, grade in so Tachinomiya, ne, so was ich auch sehr gerne mag, einfach so mit den Locals so in Kontakt zu kommen. Da sind auch sehr viele, ähm, die dann das als so Dating-Plattform für sich dann so nutzen. Und da steht man da einfach, holt sich ein Bier und kann dann einfach so den Platz wechseln und dann zu anderen Gruppen dann dazugehen. Das heißt also, das bietet sich halt an für die Leute. Ähm, aber auch so generell auf der Straße ansprechen, funktioniert, denke ich, ganz gut. Aber es gibt so Leute, die da einfach den ganzen Tag stehen und dann einfach alles, was gerade so läuft und hohe Schuhe anhat, dann anspricht. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, aber das machen extrem Aber viele. sagen wir mal jetzt, du hättest, wow, alles ist super, alles ist toll. Wie geht's weiter nach der Bar, Club oder so? Also, Will ich jetzt auf ein speziell ja, ich lasse dich ausreden. würdest du da nach Hause gehen oder was würdest du, also mit ihr nach Hause gehen oder was würdest du machen? Mhm. Ja, also ich meine, in Japan ist natürlich die Love-Hotels, ne, ganz groß, ne? Wo man dann nicht wie so ein normales Ibis-Hotel dann da für den ganzen Tag bezahlt mit 24 Stunden, sondern man kann dann auch, wenn es einem reicht, eine Stunde oder so dann da verbringen, also je nach Stunde dann bezahlen.
Und die Hotels haben dann auch verschiedene Mottos, ne? Sei es Darauf, so genau, Züge als Motto oder keine Ahnung, mit genau. Weihnachten oder Love Hotels ist eine riesige Spalte in mhm. Japan. Also eine riesige. Es gibt da auch immer so Viertel, zum Beispiel Shin-Okubo, also neben Shin-Okubo eigentlich noch Shinjuku. Gibt es da auch ein Love Hotel Viertel, wo halt über Love Hotels sind. In Shibuya weiß ich gar nicht, auch beim Ja, Harlem in ja, der ja, Nähe, also bei ganz, den ganz Clubs in viele. der Nähe, immer bei Clubs und Bars in der Nähe. Genau. Und in Osaka gibt es ein riesiges Viertel dafür. Das ist halt neben dem Freudenviertel oder im Freudenviertel auch, Ja, gibt es auch ganz, auch, ganz viele. genau. Und das Krasse an also das ist halt wirklich so gemacht, dass, weil, also es ist wirklich so gemacht, dass Diskretion am wichtigsten ist. Ganz viele Love-Hotels gibt es nur noch äh, so, also es gibt auch teilweise Hidden Ausgänge und so weiter, damit du nicht gesehen wirst, Mhm. wenn du ein VIP bist oder sowas, oder wenn du einfach nicht möchtest, dass deine Frau dich sieht, wenn du mit Mhm. jemand anderem, ne? Aber es gibt halt, also, und du kannst teilweise, habe ich das auch schon gemacht, wenn ich zu besoffen war, um nach Hause zu kommen, weil es relativ günstig ist und super, also wenn du nicht gerade in das schäbigste Love-Hotel der Welt gehst, ist es auch super clean alles und Ja, genau. Und du kannst auch, also es gibt so richtig Speise-Menükarten, wo du auch was genau. Essen holen kannst, Trinken holen kannst. Mhm. Kannst aber auch Dessous kaufen, du kannst Mhm. aber auch Kostüme leihen Ja. und all sowas. Das ist schon sehr, sehr interessant und Mhm. lustig, also das Ja, Konzept. absolut. Also auch halt, was du meintest mit der Anonymität, Ja, dass man kommt da im Prinzip rein und dann sind da so Bilder von den Zimmern. Dann klickt man auf den Knopf, was man möchte und geht dann zum Schalter, wo man keine Person sieht und kriegt dann einfach so unter so einer Luke dann im Prinzip so den genau. Schlüssel dann durchgeschoben. Ja, Und beim Ausgehen zahlt man dann zum Teil direkt im Zimmer, ist dann so ein Automat, wo man dann ja, zahlt, oder dann am Front, wo man dann so die Zahl hingelegt bekommt, dann schiebt man das wieder unten durch. genau. Das heißt, man hat wirklich vom Eintritt bis zum Austritt wirklich keinen einzigen Kontakt mit irgendeiner Person. Ähm, ja, also äh, ich finde das eigenartig, das Konzept. Also ich meine, in Japan sind halt wir haben ja auch schon in der Vergangenheit drüber geredet, die Wände sehr dünn. Man stört dann die Nachbarn, man stört dann eventuell auch die Kinder, dass dann viele Japaner auf die Option mit Love-Hotels dann auch in der Beziehung, in der Ehe dann drauf Ja. zurückgreifen. Ähm, ja, das ist ich weiß nicht, denkst du, so ein System würde in Deutschland funktionieren? Nee, weil wir richtige Wände haben. Mhm. Also, ich sag so, wir haben Stundenhotels in Ja? Berlin. Ah. Wir haben Stundenhotels und auch so ein Ibis oder sowas Mhm. in Berlin bietet stundenweise Übernachtung an. Mhm. Und ich weiß, dass das, also ich habe eine Freundin, die ist in der, wie sagt man, Adult-Industrie tätig. Und da gibt es zwei, drei große Hotels, auch berühmte Hotels in Berlin, die halt auch stundenweise auf Nachfrage ihre Zimmer anbieten. Und da wird Ja. dann für einen Dreh oder auch für andere Sachen das benutzt. Und natürlich haben die eine Drehgenehmigung, bevor jetzt jemand das Falsche denkt. Oder halt auch, ne, für private Schäferstündchen Mhm. gibt es da relativ häufig viele Leute, die das Krass. benutzen in Deutschland. Cool. Aber es ist halt nicht so omnipräsent wie Ne, in ne. Japan. Ne, ne, absolut nicht. Also, in Japan, man muss nur einmal in irgendwie so 'ne Bar, Clubviertel gehen und dann sieht man die wirklich überall. Also, das ist verrückt, wie da auch die Nachfrage ist. Willst du mal einen kleinen Funfact wissen, weil wir gerade über ganz viel Schäferstündchen reden? Sehr Und gerne. über 40% der Japanerinnen unter 30 hatten noch keinen Geschlechtsverkehr. Mhm. Das ist krass, Ja. weil Sex bzw. Geschlechtsverkehr geht sowieso extrem runter in Japan. Mhm. Und also ich kann jetzt nicht genau sagen, aber es gibt auf jeden Fall zu wenig Nachwuchs. Mhm. Und deswegen macht das Government auch, also der Staat Japan, versucht auch zu unterstützen, die Fortpflanzung. Sei es mit Steuernachlässen auf Ja. Sexspielzeug oder, also ganz viel. Hast Ja? du die allerneueste Regelung von Japan gehört, Nee, zur Förderung der Kinder? nee. Das fand ich so dumm. Die Japan wollte es halt so schaffen, dass mehr Kinder gezeugt werden. Mhm. Und ich glaube, ab nächstem Jahr werden alle besteuert, die keine Kinder haben. Was? Dass dann Leute sagen: „Okay, jetzt muss ich mehr Steuern zahlen, dann setze ich halt ein Kind in die Welt“ und dann müssen Wow. die
die Leute, die Kinder haben, weniger zahlen. Also die bleiben dann plus minus null Okay. und die anderen müssen dann mehr bezahlen. Wow, das ist ja. Und also ich glaube halt nicht, dass das funktioniert. Also es gibt so viele Möglichkeiten, auch in Deutschland wird es ja so gut gemacht mit, sei es, dass die Universitäten umsonst sind, was in Japan unglaublich viel kostet. Mhm. In Japan hast du die Uniform, die du immer bei den Schulen tragen Ja. musst, die kosten auch. Du musst nach der Schule nochmal Juku bezahlen, Mhm. was ich auch verrückt finde. Also das dann so also Nachtschulen oder sowas Ja. dann noch existieren, wo die Kinder hingeschickt werden. Und alles kostet Geld. Unglaublich. Und die Leute kriegen halt keine Unterstützung, sondern einfach nur, also nicht mal einen Steuernachlass, sondern halt, dass die halt dann Steuern nicht bezahlen müssen, die anderen zahlen. Finde ich sehr dumm. Das ist krass. Aber wusstest du auch, dass die größte Pornoindustrie der Welt aus Japan kommt? Was ich halt irgendwie paradox finde, weil in Japan ist Sex so ein Tabuthema, aber gleichzeitig ist die größte Adult-Film- oder größte Pornoindustrie kommt aus Japan. Und das ist so riesig, dass die mehr AAA-Pornos produzieren, also wirklich AAA-Pornos produzieren, als Hollywood Filme im Jahr rausbringt. Echt? Und Krass. das ist schon krass. Also es sind Ja. 5000 neue Filme im Monat. Und zwar ich habe recherchiert. Nein, ich habe nicht so recherchiert, wie ihr jetzt denkt. Alle einzeln. Genau. Und es sind wirklich 5000 neue Titel pro Monat und das sind alles hochproduzierte Titel. Wobei man sagen muss, alles in Japan, was kommerziell verkauft wird, ist zensiert. Ja. In Japan darfst du, also wie die Zensur durchgesetzt wird, ist so eine Sache. Aber du darfst halt nicht Pornos eigentlich verkaufen, die unzensiert sind. Also eigentlich darfst du keine Pornos machen, weil das ist illegal, aber sobald du die zensierst, die Geschlechtsorgane, dann darfst du das verkaufen, den Vertrieb machen. Ja, also das ist wild. Ja. Also auch die Anzahl von gerade Frauen, die das machen, es wird ja auch mal gesagt, dass da zu wenig Männer existieren in der Branche, ne? Also es ist wirklich enorm. Ja, ist insane. Aber auch zum Beispiel, wenn man da bei dem Thema so ungefähr bleibt, also wenn man zum Beispiel dann irgendwann in der Ehe ist, also Japan ist ja auch das Land mit dem wenigsten Sex in der Ehe der Welt. Ja. Und das führt halt auch zu bestimmten, ich sag mal, Dating-Dynamiken, also abseits der Ehe. Und zwar von Papakatsu, ne? Also so Sugar Daddy, dass dann ältere Leute sich dann zu entscheiden, das Problem einfach mit Geld zu lösen und dann so eine Rental Girlfriend dann für andere Zwecke dann da nutzen. Also ich kann das auch in gewisser Weise verstehen. Also wenn da Frauen so gar keinen Geschlechtstrieb mehr haben und dann die Männer halt trotzdem dieses Ventil dann irgendwie dann da, also die Wünsche dann irgendwie füllen müssen, so kann ich verstehen, dass dann so welche Dynamiken entstehen. Ja, wenn beide davon wissen und beide damit okay sind, ist das eine Sache. Aber es gibt ja in Japan auch dieses riesige Ding, was im Raum steht, was Fremdgehen ist. Weil in Japan ist so eine Grauzone, ne? Finden die meisten betrogenen Frauen, also wirklich relativ häufig so, sagen, naja, es war ja nicht Liebe, deswegen ist es ja nicht so schlimm. Also es ist richtig oft hier in Japan, dass Fremdgehen weder Trennungsgrund noch wirklich verpönt, also kommt drauf an, in welchem Kontext, aber es ist nicht mal wirklich so verpönt. Also normales Fremdgehen schon, wenn dafür bezahlt wird, nein. Also wenn irgendwelche Leistungen da Geld gekostet haben, dann war das halt einfach nur der Triebe wegen und nicht wegen Liebe. Und dann wird da unterschieden, dass dann da so eine Grauzone ist mit, so ist das noch Fremdgehen oder nicht. Also viele Japaner sagen halt dann in dem Fall nein. Und ich weiß es auch nicht. Also ich finde, wenn man in einer Beziehung ist und man macht da sowas, ist das für mich eigentlich Fremdgehen. Ja, für mich auch komplett. Aber es kommt halt auch auf die Dynamik halt zwischen den beiden an. Ne? Ja, richtig. Wenn das mit Consent passiert und beide sagen so, hey, das ist okay für uns beide, dann ist das eine andere Geschichte. Aber wenn es so, ja, by the way, ich wollte dir das nie sagen, aber jetzt kommt es an die Luft sowieso raus, ich habe Geld ausgegeben, um mit jemand anderem Sex zu haben. Ach so, dann ist ja okay. Weiß ich nicht, das Konzept, keine Ahnung. Also, so mit Consent habe ich damit überhaupt kein Problem mit. Ohne Consent finde ich das, wie sagt man so schön auf Bayerisch, madig. Ja.
Ich würde vielleicht einfach auch nochmal das Thema mit so Queer oder Homosexualität Mhm. nochmal aufgreifen. So, es gibt ja zum Beispiel auch eigene Viertel, die sich mit so alternativen Leuten, also wo die im Prinzip sich sammeln. Mhm. Ne? Da in Shinjuku Sanshome ist da ein ganz großes Viertel. Shinokubo auch. In Okoburo auch. Also tendenziell, wenn man da ist, sieht man so alternative Menschen, aber allerdings ist das kein allgemeines Thema oder es ist immer noch so, ich habe das Gefühl, immer noch so ein bisschen verpönt in Japan. Mhm, leider. Mhm. Also schon teilweise, also in den Vierteln nicht, aber die Leute, es sind auch ganz viele Leute, die sich dann, also Drag und sowas, sind Mhm. wir auch neulich dran vorbeigelaufen. Mhm. Oder mit mir beim Stream zugeguckt hat, aber war auch da. Sind viel Drag und Mhm. die Leute sind halt, also ziehen sich dann extra dafür oder dragen sich ab, weil sie im normalen Alltag immer noch komisch angeguckt werden oder Mhm. teilweise dann in ihrem Job nicht befördert, gefeuert eher nicht, aber dann nicht befördert werden oder sogar degradiert werden. Und es gibt eine Initiative in Tokio für LGBTQ+, Mhm. aber gerade war ja auch letztes Wochenende Pride Parade hier. Ah, ja. Leider konnte ich nicht hingehen, weil ich mir den Fuß kaputt gemacht habe und den Zahn. Das war richtig blöd. Ich lag einfach nur im Bett mit Ding, wie heißt das, mit kaputten Beinen. Mhm. Kaputten alles. Genau, aber ja, also es gibt so ein paar, ähm, wie sagt man, es gibt so ein paar Events im Jahr für Pride, aber es gibt auch viel, auch was Mhm. der Staat noch gegen Pride leider macht, habe ich mitbekommen. Mhm. Also nicht gerade so, ich weiß nicht mehr, dazu müsste ich nochmal nachgucken, was das mit der gleichgeschlechtlichen Ehe und so weiter war. Ja, Da gab es also, irgendwie neue News zu. ja, also auf dem Stand, wo ich war halt einfach nur, dass Ehe tendenziell okay ist. Es wird halt nur nicht staatlich anerkannt. Ne? Genau, ja. Ja. Mhm. Also, ja, also. Es ist halt, kommt auch drüber an, wo du bist, aber in Japan, aber hier in Tokio zum Beispiel ist es, würde ich sagen, nicht so konservativ. In Mhm. Osaka würde ich sagen, ist es sehr, sehr progressive. Mhm. Osaka ist auch sozusagen so ein bisschen das Zentrum für LGBTQ+ in Mhm. Japan. Ist auch ein bisschen mehr wie Berlin, also generell Osaka ist ein bisschen mehr wie Berlin. Mhm. Und Tokio ist eher so, gute Frage. Das ist Frankfurt. Bayern. Ja, ja, so schlimm ist es nicht. Also, es ist doch schon, es ist irgendwie so ein bisschen München. Wir Abgesehen halt sind von gewissen Vierteln, ne? Ja, klar. Aber also deswegen, es ist halt schon krass, der Unterschied. Auch in Osaka ist auch nicht mehr so Finger im Po. Nee. Wie sagt man? Stock im Arsch. So, Finger im Po, nein, Stock im Arsch, so rum. Äh, ist Okay. nicht mehr so Stock im Arsch wie Tokio, weil, also allein die Leute sind halt gelassener und Mhm. es gibt ja so richtig coole Videos darüber auf TikTok, wo so, äh, wenn du in Osaka in jemanden reinläufst oder wenn du in Tokio in jemanden reinläufst oder wenn du in Okinawa in jemanden reinläufst und sowas. Das ist Mhm. sehr, sehr lustig. Das kann ich empfehlen. Habe ich keinen Link zu, ist auch schon länger her, als ich das gesehen habe, aber kann ich empfehlen, ja. Ich würde noch mal einmal zurückgehen, also wirklich Thema Dating. Mhm. Ähm, Da ist ja auch zum Beispiel also Deutschland ist natürlich auch in gewisser Weise Thema, aber wenn man zum Beispiel jetzt frisch oder in einer Beziehung ist, auch schon ein bisschen länger, dann stellt man ja in Deutschland eigentlich schon relativ früh der den Partner dann irgendwie den Eltern vor. Mhm. In Japan ist es noch mal 'n bisschen anders, Mhm. dass zum Teil da Jahre vergehen, bis die Eltern von der Existenz wissen, Ja. einfach weil die Eltern schon so Läuten hören, dass da bald die Kirchenglocken, da ausschlagen Ja. und die Heirat da ansteht. Das ist halt auch von der Dynamik 'n bisschen eigenartig, dass man da nicht wirklich so als Teil der Familie direkt empfangen wird, sondern dass man sich das erst verdient den über 'n paar Jahre. Und da hatte ich zum Beispiel auch eine Erfahrung gemacht bei meiner allerersten Freundin damals. Die wollte nicht, dass ich ihre Eltern kennenlerne, also, weil wir irgendwie erst, keine Ahnung, 'n Jahr oder so was zusammen waren. Und, dann hatte ich aber 'ne Zeit, wo ich bei ihr, gewohnt hatte. Mhm. Und ich bin dann täglich immer durchs Fenster rein und raus gestiegen.
Und ja, jeder Klogang war ein Abenteuer. Ja, kann ich mir vorstellen. Also die Mutter hatte dann, das war halt so ein kleines Haus so, ne? Hat dann im Wohnzimmer geschlafen und ja, ich bin dann immer da durchs Fenster rein raus, bis halt dann irgendwann die Oma nachts oder morgens um 6 Uhr morgens dann reinkam Oh und Gott. ja, mich dann vorgefunden hatte. Oh Gott, oh Gott. Ja, so kam es dann raus. Ja. Aber also ich glaube, also ich habe das 1,5 Monate oder so gemacht. Meine Freundin zu dem Zeitpunkt, die hat das auch ganz stumpf weitergezogen. Ich hätte einfach ein Jahr gewohnt. Perfekt. Also und vor allem so dumm, ne? Also Ja, wenn man schon ein Jahr zusammen ist, dann ja, finde ich das ein bisschen definitiv. eigenartig. Was ich auch krass finde, ist, Gaming in Japan wird oft mit Dating gleichgesetzt. Es gibt viele Games, also es gibt viele Geschichten, wo sich Leute halt durchs Zocken kennengelernt haben. Und es gibt auch mittlerweile ein richtiges Genre dafür und so Games wie Love Plus oder sowas, Mhm. wo du halt wirklich zockst und deine Mhm. Freundin kennenlernst oder Mhm. deinen Significant Other kennenlernst. Mhm. Das ist schon interessant. Also würdest du das machen wollen? So über das Game, über FIFA? Also ich glaube, das ist genau. Ich glaube, da schreie ich zu viel. Ich glaube, da werde ich nicht ganz so sympathisch wahrgenommen. Ich habe auch immer Angst, wenn ich irgendwie auf Dating-Profilen und dann so, du streamst, ja, ich habe mir deine Videos angeguckt. Und so, okay, tschüss. Das Ja, ist ja, aber das ist wirklich so ein Nachteil am Stream, weil ich finde meine Sachen sowieso immer peinlich. Das ist ganz normal, das ist glaube ich, bei den meisten so. Aber dass sie deine Sachen peinlich finden. genau, ja. Aber es Nee, ist nee. schon besonders, wenn du streamst, dann auf Dating-Profilen oder sowas zu Mhm. sein. Das ist immer so, uff, Ja. uff. Ich fand zum Beispiel auch so verrückt, es gibt im Online so ganz viele Leute, die viral gegangen sind durch so in Japan braucht es also so eigentlich nur so einen Satz, um berühmt zu werden. Mhm. Und da gab es online oder im Fernsehen so Leute, die haben dann zum Beispiel so gesagt mit Dote o mamoranai otoku ni nani o mamoru nda oder mamoreru. Das heißt dann so viel wie wer seine eigene Jungfräulichkeit nicht beschützen kann, der kann nichts beschützen. Okay. Und das ist dann so irgendwie so eine Mission geworden von Männern. Krass. Ja, also was du auch meintest mit so viele Leute sind noch, sind noch jungfräulich mit 30. Mhm. Da ist das wirklich sind mega viele und die sind dann auch zum Teil stolz darauf, dass sie da das noch beschützen. Das ist krass, ja. Also eigene Erfahrungen mit was Dating angeht, habe ich ein paar gesammelt Mhm. früher, jetzt eher nicht so viel bis jetzt, weil ich bin einfach, ich interessiere mich einfach momentan nicht so sehr fürs Daten. Mhm. Und früher war das aber, habe ich auch mitbekommen, dass man als Gaijin oder als Ausländer eher andere Ausländer sozusagen, wenn du nicht als fetischiertes, fetischisiert, Gesprochen wie ein Löwe. genau, gelöft wie eine Rede. ähm, nee, wenn du nicht okay, wenn du nicht objektifiziert werden möchtest als Gaijin, dann kommt das oft dazu, dass man selber äh, andere Gaijins datet. Also ist mir Mhm. aufgefallen einfach, weil auch Japaner, erstens die Sprachbarriere, weil nicht jeder hier redet Englisch und mein Japanisch zum Beispiel ist jetzt nicht so knorke im, um, also es gibt auch Japanerinnen, die natürlich trotzdem daten, auch wenn du kein Japanisch und kein Englisch kannst. Und das finde ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich Mhm. finde halt Kommunikation ist sehr wichtig. Schadet Und manchmal nicht, ne? genau, und bei mir ist es aber jedenfalls auf jeden Fall immer so gewesen, dass ich dann halt nicht Japanerinnen gedatet habe, größtenteils. Mhm. Und das Lustigste war eine Koreanerin, die basically schon seit 10 Jahren in Japan wohnt und sehr, sehr hinter der japanischen Kultur stand. Wir waren auch Mhm. auf dem ersten Date, war nett, ich gerade 20 Jahre jung, bisschen übermütig immer und so. Und sind halt was trinken gegangen, sind zum zweiten Date. Und beim dritten Date sind mussten wir ins Swarovski-Laden gehen. Mhm. Ich war so, okay, warum gehen wir jetzt ins Swarovski-Laden? Sie hat sich Ohrringe angeguckt, ist dann zur Kasse mit den Ohrringen gegangen, beziehungsweise hat gesagt, die nehmen wir.
hat dann von mir erwartet, dass ich für 600, 700 € Mhm. Ohrringe für sie kaufe. Und das habe ich dann nicht gemacht. Und Mhm. dann, um nicht blöd dazustehen, hat sie sich dann selber die Ohrringe gekauft. Mhm. Das war es dann auch. Mhm. Ne? Aber ja, Ja, also die Erwartungshaltung einfach, so, wir sind jetzt zusammen so und dann wir gibt waren man ja jetzt nicht was. mehr, wir Oder waren nicht ja, mehr ja, zusammen. genau. Das war so, hey, wenn du dir Sachen jetzt kaufst, dann sind wir zusammen. Aber das finde ich Ja. halt so, boah, nee. Vor allem stell dir mal vor, so, okay, so fängt die Beziehung an. Ja. Wie geht's denn dann weiter? Ja, So, Katastrophe. 700 € Ohrringe, ja, was als nächstes? Ja. Gucci-Belt für 3000. Nein, Ja, keine Ahnung. also tendenziell ist das so die Zukunft, ne, wo es hingeht, ne? Ja, das fand ich ganz, ganz schlimm. So, mit Geld auszudrücken, so Zuneigung nur mit Geld auszudrücken, finde ich generell. Mhm. Meh. Ja, es gibt ja verschiedene Wege, halt Liebe zu zeigen, ne? Sei es Genau. mit Geld, Zuneigung, ne? Goldbarren, teuren Uhren. Diamanten. Genau. Genau. Nee, genau, also halt einfach mit materiellen Dingen, ne? Mhm. Mit Zuneigung, mit irgendwelchen Tätigkeiten, dass man dann irgendwas bastelt, so irgendwie alten Togo. 3D-Drucker. Genau, Ich habe oder. immer Sachen 3D gedruckt. Mhm. Das, weil ich das dann selber entworfen habe und selber gemacht habe. Das fand ich immer ganz cool. Mhm. Irgendwann habe ich anscheinend zu viel Sachen 3D gedruckt. Dann hieß es immer nur noch so, oh nee, nicht schon wieder. Wo soll ich das Ja. denn hinstellen? Du bist dann wie so eine Katze, die irgendwas reißt und dann so Genau. die tote Maus so hinlegt. Ja, genau das. Dich. Ja, und die Japaner, so Rinnen, die sind dann zum Teil sehr fixiert auf materielle Sachen, also als Zuneigung zeigen, so ich habe dir jetzt einen Swarovski Ohrringe oder sowas gekauft oder dass dann halt die Erwartungshaltung da, was das angeht, halt sehr hoch ist, um Ja. dann zu zeigen, dass die Person einem wichtig ist. Ja. Genauso wie Zeit ist natürlich auch ein großer Faktor, ne? Wenn man halt viel arbeitet, ist nicht viel Zeit, dass man sagt so, ich verbringe jetzt nicht Zeit mit Freunden oder so, dass man das dann mit dem Partner dann tut. Mhm. Aber generell so was, ja, in Deutschland habe ich eher das Gefühl, dass so Aufmerksamkeit und mit kleinen Gesten, so dass das sehr im Vordergrund steht, so um Liebe zu zeigen. So Körperlichkeit natürlich auch, ne? Das Mhm. ist in Japan halt eher weniger. Mhm. Also da ist, glaube ich, einfach so eine Diskrepanz zwischen den, ja, was das angeht. Auch zum Beispiel, du hattest vorhin angesprochen mit der Sprache. Mhm. Ich habe zum Beispiel, ich habe, glaube ich, wenn ich alles zusammenrechne, habe ich bestimmt 6 Jahre mit Japanerinnen verbracht, erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich. Und da habe ich immer gemerkt, dass die Beziehungen so, die sind natürlich sehr zärtlich und man liebt sich, ne? Aber man kommt nie auf diesen tiefen Grad, wie das tendenziell haben hätten können Mhm. werden mit Deutschen, einfach wegen der Sprachbarriere. Ne? Mhm. Also man drückt sich tendenziell dann immer irgendwie ein bisschen falsch aus. Ne? Wie Ja. zum Beispiel, ich habe ja das Beispiel gemacht mit, wäre das ein Kompliment für dich zu sagen, oh, du siehst heute gut aus? Mhm. In Japan wäre das eine Beleidigung, Ja. ne? Weil du dann sagst so, war ich Sonst gestern, nicht gut ja, aus? sah ich gestern nicht gut aus, ne? Ja. Dass dann ähm, also die Grundlage, also wie hieß nochmal das Wort dafür? Also es gibt so Hi, ähm, ähm, so, also wenn du etwas sagst, dann ist da sehr viel mehr wie so ein Eisberg, ne, was dann Mhm. da an Informationen noch drinsteckt, ne? Ja. Also wie zum Beispiel, ich hatte auch das Beispiel gebracht mit der Mond sieht schön aus, ne? Das heißt dann auf Japanisch, willst du mit mir gehen? Ne? Hm. Weil die Japaner zu schüchtern sind oder das romantisch sehen, das indirekt zu sagen Ja. und dann zu implementieren, so, hey, das Zusammensein, warum auch Aber immer. das kenne ich zum Beispiel sehr Mhm. viel aus Anime. Ja, genau. So. Das ist auch sehr berühmt, der Ja. Spruch, ne? Also Ja. zum Beispiel der Satz mit, ich könnte dein Essen immer essen, heißt so Mhm. viel wie, lass doch heiraten, Mhm, dann ja. kannst du immer für mich kochen. Genau, das war das. Ist auch sehr romantisch. Aber da sind halt sehr viele Sprüche, die halt sehr viel tiefer gehen, als die Deutschen vielleicht denken. Mhm. Und da treffen einfach sehr viel so die japanische Sprache, die sehr indirekt ist. Und auch Japaner sind sehr schlecht darin, negative Sachen zu sagen. Ähm, dass die Deutschen da sehr direkter sind und da Mhm. treffen einfach so kulturelle, sprachliche Unterschiede aufeinander, selbst wenn man gut spricht. Ne?
Und gerade Japaner, die meistens nie im Ausland waren, ne? Nur irgendwie 18% der Japaner besitzen überhaupt einen Reisepass, ne? Ja, ja. Da haben die meisten keine Auslandserfahrung. Und dieses typische japanische Denken ist einfach, was viele Sachen angeht, so viel anders als bei den Deutschen, dass da, selbst wenn man gut Japanisch spricht, einfach immer ein gewisser Zündstoff da in der Beziehung dann liegt, ne? Ja, ja. Das ist auch krass. Also was ich auch lustig finde, ist der Valentine's Day. Und dann, in Japan ist es ja so, dass du als Mann am 14. was Mhm. geschenkt bekommst. Ja, genau. Und dann musst du dich am White Day revanchieren und zurückschenken, sozusagen. Mhm. Das ist, glaube ich, aus einer Schultradition sozusagen mit den Karten geben, also mit dieser Ich mag dich Karte geben, Mhm. die man auch in Anime oder auch in, ja, vor allem Anime sieht. Und Ich mag dich Karten? naja, Was? so willst du mit mir gehen und Echt? Also sowas. die geben dann einfach so Ja, Karten ja, dann. genau. Aha. Und jetzt gibt's was Neues. Ich habe den Namen vergessen. Das ist 1 Monat später. Und zwar, das ist, glaube ich, der Black Day. Und das ist, wenn du Single bist und nichts bekommen hast. Ah ja, das kommt aus Genau. China. Ja. Das ist der, ich glaube, der 11.11. oder der 1.1. Also auf jeden Fall so Also es gibt 1-1. ein japanisches Phänomen jetzt. Mhm. Und das Ja. ist, nee, das ist einfach nur 1 Monat später, glaube ich. Okay. Das oder 2 Tage später, ich weiß es nicht Mhm. mehr, muss ich nochmal nachgucken. Es war 2023 so ein richtiges Internetphänomen Mhm. auch. Ja, aber das kommt tatsächlich, ich glaube, Alibaba. Also die haben das damals in China ins Leben gerufen Okay. und die haben da so unfassbar hohe Umsätze. Also da bricht die Website fast zusammen, so viel kaufen da die Leute. Nee, Also, deswegen gibt es bei uns jetzt den Father's Day Sale. mhm. Nicht nur im Black Friday, sondern auch im Vatertag Sale bei Amazon und so weiter. Mhm. Weil halt so extra Feiertage mit Black Friday sozusagen machen, Mhm. ist insane. Also schlau als Marketing, als Sales-Gig. Ja, macht Sinn. Ja. Aber das war lustig. Es gab noch einen Tag, aber den habe ich vergessen. Nicht so schlimm. Ja, manchmal vergesse ich einfach Tage. Das ist normal. Das ist einfach so. Ich wollte vielleicht auch nochmal generell einfach nochmal auf unseren Podcast eingehen. Wir haben ja jetzt auch so ein bisschen Feedback bekommen Mhm. von den Leuten. Ich hatte zum Beispiel unter einem Kommentar gelesen, so, was ist überhaupt Bento? Ja. Ne? Also ja. wir haben jetzt viele Sachen erklärt, aber für uns ist natürlich auch manchmal schwierig, einfach sich in die Lage zu versetzen von Leuten, die jetzt noch nicht hier waren oder sich mit dem typischen japanischen Vokabular auseinandersetzen. Ne? Da tut es mir auch leid, wenn wir da so ein bisschen vorgaloppieren und dann da Sachen so ein bisschen dann nicht so richtig erklären. Mit Bento, weiß nicht, willst du das erklären? Letztes Mal hatte ich Izakaya. Hattest du? Ja. Okay. Bento ist das Boxed Lunch, basically. Kann man so am besten mit übersetzen. Auf Deutsch fällt mir kein. Ich würde einfach sagen, Tupper Lunch. Wie sagt man Tupper Essen? Also das Bento ist, was du früher als Kind mitbekommen hast von deinen Eltern für die Mittagspause oder für die Pause sozusagen. Ein bisschen Reis, bisschen dies, bisschen das. Und das in einem Tupper, in einem japanischen Tupper sozusagen. Und das ist basically Bento. Und das Bento wird aber nicht nur als für Kinder in der Schule, sondern Bento kannst du dir auch selber machen als Erwachsener für auf der Arbeit oder wenn du im Zug fährst oder sowas. Genau. Mhm. Genau, also einfach so, dass das Lunch für zwischendurch auch noch nicht mal unbedingt warm, sondern so, dass man so mit Reis, meistens Fisch, so traditionell, dann einfach in so einer Tupperbox dann da hat. Sausage. Genau. Hast du ein Lieblingsbento? Boah, ich esse momentan richtig gerne von Yoshinoya. Hm. Das ist so eine Fast-Food-Kette, aber halt qualitativ hochwertige Fast-Food-Kette. Esse ich gerne das Salmon Bento, also wo du Salmon Bento, wo du ein Stück Lachs hast, Reis und ein bisschen Fleisch noch dazu. Mhm. Das ist echt ganz gut. Das ist gut ausgewogen für, also für natürlich wobei da ist so ein japanisches Kimchi dabei. Mhm. Ich weiß nicht, wie das heißt, das ist ziemlich spicy, damit habe ich mir auch noch meinen Mund kaputt gemacht, gerade erst. Aber das ist günstig und das ist gut und das ist schnell, weil ich lasse mir das liefern, wenn ich arbeite und gerade nicht weg kann. Mhm. Oder auf ein Paket warte von Amazon, weil die klingeln. Und dann bestelle ich das für 8 Euro. Mhm. Ja, ich Ja, weiß, das ist 8 Euro ist schon teuer, ich weiß. Mhm. Normalerweise kostet es 5,80 Euro.
Mhm. wenn ich es im Laden esse. Aber ja, dann habe ich Reis, Fisch und Ding. Und das ist Mhm. echt ziemlich geil. Ja, also für ein schnelles Lunch oder sowas, also gerade so Yoshinoya, ne, die Mhm. haben ja immer ihre Bowls, ne, Ja. mit wo dann so Reis einfach mit so ein bisschen Fleisch drauf ist, mariniert. Auf jeden Fall gut. Ich war zum Beispiel auch so fasziniert, als ich angefangen hatte zu arbeiten jetzt bei meiner Firma, so wie viele so Foodtrucks oder auch so Läden sich umfunktionieren, um dann mittags dann irgendwelche Lunchboxen dann anzubieten. Ja, ist Und richtig krass, ne? ja, ja, genau. Und da gibt's auch, also da kann man sich mega viel durchprobieren, sei es von irgendwie so Shrimps, die dann so frittiert sind, oder so, so ein Boulette mit irgendwie so ein bisschen Soße oder Ich ja. finde generell krass, wenn du in 'n Kombini gehst. Das Erste, Mhm. was du halt siehst, wenn du so Ja, als genau. als normaler, äh, äh, Deutscher oder so als Tourist halt hinkommst, siehst du, okay, da sind so fertige Sets, also Mhm. gerade auch Bentos, die sind Mhm. dann, was ich immer nicht verstehe, Reis und Nudeln manchmal dabei, das finde ich immer komisch, aber Mhm. jedem das seine. Ja. Und, es gibt aber auch, was ich krass finde, du kannst dein eigenes Bento zusammen, das habe ich viel später erst gecheckt. Es gibt so kleine Container Mhm. und da ist halt alles einzeln drin. Aha. Und das ist richtig krass. Also, das habe ich bei meinem Family Mart zum Beispiel, da gibt's so Kartoffelsalat oder das und damit kannst du Mhm. halt so, was Ach ich immer nicht so. gecheckt Mhm. habe, ist, dass die kleinen, also, es gibt so große Extra-Nudeln zum Beispiel und es Mhm. gibt normale. Die normalen Nudeln sind halt immer nur so 300, 400 Kalorien, da werde ich persönlich nicht satt von. Mhm. Und also, oder jeder, der Sport macht, wird davon von den kleineren nicht satt. Und dann denkst du so: „Okay, was jetzt?“ Was ich nicht verstanden habe, genau oben drüber oder links davon meistens sind dann so kleine Container und da hast du dann noch so Kartoffelsalat oder Eier, also einfach fertig Eier oder so ganz oder Kimchi, so Sachen, die du dazu Mhm. essen sollst, damit du dein Set Meal hast, weil Mhm. Japaner lieben Set Meal. Ja. So immer dieses Zusammenstellen von bisschen von allem. Mhm. Ja, stimmt. Also, sowieso Japaner essen typisch eigentlich sehr ausgeglichen, ne, dass die probieren, so 100 verschiedene Ingredients so am Tag so zu sich zu nehmen, Mhm. um Heißhunger vorzubeugen. Also, schon wirklich krass. Ich meine, mittlerweile Japan europäisiert sich immer mehr, ne? Das sieht Ja, man auch an den Lebensmitteln, die ja. konsumiert werden und, was abnimmt und was zunimmt, ne? Aber genau, man findet das immer noch in Convenience Stores. Ist schon krass. Also, generell auch, also es gab in Japan selber so Süßes eigentlich gar nicht. Es gab Jelly früher und Jelly ist auch meistens ziemlich gesund sogar. Es gibt sogar Null-Kalorien-Jelly, den, habe ich mal auf meine Liste gepackt, die müssen wir ausprobieren. Aber es gibt wirklich jetzt in jedem Konbini 100 verschiedene Backwaren gefühlt, süß und dann noch mal salzig. Und früher gab's da, also vor einer bestimmten Zeit im, 20. Jahrhundert, gab's das alles noch gar nicht, Mhm. weil warum auch? Wir haben Jelly. So, es Mhm. gab Jelly und sowas Ähnliches wie Tapioca-Perlen, ich weiß Mhm. nicht genau, wie die heißen, und halt, rote Bohnenpaste. So, das war, und das alles zusammen mit, Mhm. Wassereis, Ja. Shaved Wassereis, und das war japanischer traditionelle Süßigkeit oder Mhm. Nachtisch auch. Ja. Ja, genau, das gibt halt, also, das nimmt immer weiter ab. Mhm. Ich wusste auch gar nicht, dass das ist. Ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen, wo jemand gesagt hat, so, ich habe mir, von meiner Großmutter, traditionellen Nachtisch machen lassen und immer so: „Was?“ Und dann habe ich das nachgeguckt und war so: „Okay, krass.“ Weil für uns ist ja ganz normal so, ja, wir haben Backwaren als Nachtisch und alles Mögliche. Und hier war es halt eher Jelly. Ja, von der Liebe zum Essen würde ich noch mal einmal zu unserem Thema zurückkommen, um dann noch mal so den Bogen zu spannen über das gesamte Thema, was natürlich nicht so einfach ist. Also, Ja. die japanische Datingkultur ist unglaublich vielseitig und verrückt und auch so viel anders zu der deutschen. Und, sei es von sozialem Pressure, den man haben kann, sei es von den Dynamiken von Erwartungshaltung und ja, wie die Stellung Mann-Frau ist, wo man auch noch mal 'n eigenes Thema zu machen könnte. Was ist überhaupt Männlichkeit hier in Japan oder so zum Beispiel, ne? Und, auch die Probleme, die man haben kann als Ausländer oder auch die Japaner unter sich. Also, da haben wir, denke ich mal, schon im groben Rahmen das Thema beleuchtet. Ist natürlich noch mal deutlich tiefer. Also, man kann zu jedem einzelnen Zwischenpunkt, den wir da geredet haben, noch deutlich weiter ausführen. Ja. Ähm
Aber genau, dann habt ihr mal so einen großen Überblick über das Dating in Japan. Vielleicht habt ihr selber irgendwelche Erfahrungen von den Themen, die wir angeschnitten haben, wo ihr einfach mal so ein Addendum dann da hinzufügen wollt. Genau. Und Und nochmal ganz kurz. Wir haben eine Kommentarspalte. Wenn wir irgendwas euch nicht genügend darüber berichtet haben, stellt uns gerne Fragen in den Kommentaren. Wir haben auf YouTube Kommentare an, auf Spotify, auf Instagram, auf TikTok, Mail. mhm, Also immer gerne Fragen stellen, wir antworten darauf gerne drauf. Wenn wir mal was verpassen, dann notfalls nochmal auf einen anderen, aber meistens gehen wir entweder im Podcast im nächsten oder in den Kommentaren darauf ein. genau. Und ich will mich noch mal einmal bedanken bei den allen neuen Zuschauern. Also, wir sind jetzt auch zum Beispiel bei YouTube. Also, ich weiß gar nicht, was wir jetzt so als Hauptkanal von allen Plattformen so nehmen würden, aber ich, fand's schon Spotify. ja, aber genau, bei YouTube zum Beispiel, wir sind kurz vor 100. Ich glaube 99, da kriegen wir die 100. Ja, 99 immer noch. Ja, genau. Also, genau, für ein Aufs, Follow, für einen Kommentar, für ein würden wir uns sehr freuen. Nochmal auch riesen Dank an unsere Spotify-Hörer, weil wir sind im letzten Monat extrem auf Spotify gewachsen und haben da jetzt schon über 100 Follower, glaube ich. Muss man mal Mhm. nachgucken, bevor ich jetzt was Falsches sage. Nee, wir sind bei 94 Followern. Ich habe nichts gesagt. Also auch da, ne, wenn ihr Spotify habt, gerne mal reinhören und für unsere Spotify-Hörer auch gerne mal das Video auf YouTube angucken. Ja, und auch noch mal einmal ganz kurz, also, falls ihr auch noch mal andere Themenvorschläge habt, auch gerne rein, ne? Also, Ja, jede Art von Kommentar ist herzlich willkommen. ja. Ja, Und damit würde ich sagen, war das die 7. Folge. Danke fürs Zuhören oder Zugucken oder beides. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao.